Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Es wird Zeit für die dritte Werkbank des Jahres. Der März bzw. die Nebenprojekte des März standen fast ausschließlich im Zeichen des Imperiums. Schon letztes Jahr hatte ich mir eine Möglichkeit überlegt, wie ich die Imperiumssoldaten einigermaßen schnell anmalen könnte, ohne dabei aber das Landsknechtsaussehen zu verlieren. Also habe ich mir dann einen Trupp von 4 Mann vorgenommen. Ursprünglich hatte ich 3 Mann geplant, ein Hellebardier, ein Schwertkämpfer und einen Musketier. Speerträger habe ich keine weiteren eingeplant, weil ich setze die einfach zu selten ein. Auf jeden Fall hat sich dann immer wieder mal ein anderes Modell noch dazu geschmuggelt und so wurden es eben jeweils 4 Mann. Je nachdem, worauf ich Lust hatte, waren es dann eben mal 2 von einer Sorte. Was das Malen dann etwas beschleunigt hat, war, dass ich für alle 4 Modelle jeweils die gleichen Farben verwendet habe, wie ihr hier seht, und sie einfach nur anders kombiniere. Die Soldaten landen ohnehin in unterschiedlichen Regimentern. Aufgrund ihrer Bewaffnung fällt es auch nicht auf, dass da jeweils 4 Mann die gleichen Farben anhaben. Auf diese Weise sind mal so nebenher 8 Imperiumssoldaten fertig geworden und 4 weitere sind kurz davor, fertig zu werden. Mit dem Imperium geht es auch weiter. Das Modell hier ist von Wargames Delivered und stellt Kaiser Maximilian I. dar. Pferd und Reiter werden an einem Stück gedruckt und ich habe das Modell um 10% vergrößert, damit es einfach besser zu den Rittern der Reichsgarde passt und allgemein zu meiner Warhammer Imperiumsarmee. Kaiser wird Maximilian im Imperium natürlich nicht sein, aber ich finde, es ist eine sehr schöne Ergänzung als Charaktermodell für meine Armee. Besonders wenn es sich um eine Söldnertruppe handelt, wie meine Landsknechte. Für Rot als Farbe von Hut und Mantel habe ich mich entschieden, weil mich das Modell an das Coverbild von Osprey Publishings Condottiere 1300 bis 1500 erinnert. Da ist nämlich ein Söldnerführer drauf zu sehen, der einen Hut und einen Mantel wie diesen trägt, nur hat er kein Schwert in der Hand, sondern einen Stab. Im gleichen Set gibt es auch noch ein Infanteriemodell, das Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand darstellt. Momentan schwanke ich noch ein Video über den zu machen oder das Modell einfach anzumalen und dann hier in der Werkbank zu präsentieren. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr darüber ein Video sehen wollt. Zum Abschluss kommen noch 2 bretonische Ritter. Der Ritter in Blau und Gelb ist ein Ritter des Königs von Monstrous Encounters. Das Pferd stammt von den Knappen vom selben Hersteller. Das habe ich auch vergrößert, ich glaube um 10 oder 15%, den Kopf sogar um 20%, weil die Hufe sonst größer wären als der Kopf. Außerdem habe ich die Fesseln mit Green Stuff aufgefüllt, weil die Beine an der Stelle sehr dünn werden. Und dann sieht es so aus, als würde das Pferd Holzschuhe tragen und das sieht einfach nicht schön aus. Das gleiche habe ich auch bei den Modellen für die Painting Challenge von Mini Warmat gemacht. Der zweite Ritter ist der Musiker für meine Questritter. Der ist auch aus Teilen verschiedener Hersteller gebaut worden. Der Kopf ist von Monstrous Encounters, genauso wie der linke Arm. Den habe ich nämlich auf links gespiegelt, weil mir einfach nicht klar ist, wieso Standartenträger und Musiker das Banner bzw. das Instrument in der rechten Hand halten und nicht in der linken. Wenn sie es in der linken tragen, können sie immerhin noch ein Schwert führen und sind in der Lage, sich zu wehren. Der Körper ist von Lubart Miniatures, ebenso wie der rechte Arm und das Pferd. Das Originalschwert habe ich allerdings gegen eins von Reaper ausgetauscht, weil im Original die Modelle von Lubart Miniatures, jedenfalls die Questritter, alle das gleiche Schwert haben. Und das sieht ein bisschen langweilig aus. Damit sind wir auch am Ende der Werkbank für März angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.